Moin Leute, hallöle. Ja, im letzten Video haben wir ja die Helldiver halt bemalt. Und jetzt habe ich hier noch 2 Tyranids oder Bugs, wie die auch gerne genannt werden. Hier ist ein Spire und darunter ist einer von den, wie heißen die noch, Sprintern. Diese werde ich jetzt erste Mal nur mit meiner Airbrush machen, also mit der günstigen Airbrush. An die teure habe ich mich immer noch nicht dran getraut. So, als erstes grundieren wir einfach damit. Das ist ganz einfach ein mattschwarz, was ich halt ein bisschen verdünnt habe, und da wird dann schön einfach drüber gegangen, dass man halt, ja, wie mit einer Sprühdose halt grundiert hat. Ich merke hier tatsächlich, ich war wohl ein bisschen großzügig mit dem Verdünner. Also ich muss da 1-2 Schichten drüber machen. Beziehungsweise packe ich hinterher einfach noch ein bisschen Schwarz dazu, mische das nochmal und dann mache ich nochmal eine zweite Schicht. Ja, no. Ich wollte wissen, böse gesagt, kann ich mit einer Airbrush ein Modell bemalen? Also wirklich komplett oder in Anführungsstrichen komplett, weil ich werde das auf jeden Fall trockenbürsten und ich werde Speedpaints benutzen. Also ich habe tatsächlich vor, eine Airbrush und Speedpaints zu kombinieren und schauen, ob das funktioniert. Ich werde euch auch jetzt nicht spoilern und euch schon sagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Dafür müsst ihr das Video leider gucken. Aber das Grundieren werde ich euch vorspulen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Also das ganze Reinmalen hat ungefähr eine halbe Stunde tatsächlich gedauert mit der Airbrush. Falls es jemand interessiert, es geht definitiv schneller. Das längste war tatsächlich die Trockenzeit oder Trocknungszeit. So, jetzt werde ich den ganzen Spaß auf die übliche Weise trockenbürsten. Also sprich, die ist schwarz grundiert. Ich nehme wieder weiß. Nehme meinen schönen Kosmetikpinsel hier, wo ein bisschen viel Farbe drauf ist. Und werde das dann genauso von oben nach unten alles so ein bisschen aufhellen. Weil wie gesagt, in der Airbrush kommen gleich nur Speedpaints. Weil ich wissen will, ob das funktioniert. Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit schon gefragt. Ne? Wenn ich schon so geile Effekte erzielen kann mit Speedpaints und mit einem Pinsel, ja, wie geil wird das denn dann mit einer Airbrush? Das müsste ja eigentlich richtig gut funktionieren. Und ich habe mir halt die beiden Modelle ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ich nehme jetzt keine Modelle, womit ich bewusst spiele, also keine One-Page-Rules-Modelle. Zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Zwergenarmee, meine Fantasy-Armee, da kommen demnächst auch wieder Videos zu. Ich werde nämlich die Zwergenarmee weiter bemalen. Und ja, deswegen habe ich das mal so gemacht. Ich muss zugeben, das Trockenbürsten ist ein bisschen zwickerig hier, weil die Modelle von den Bugs schon ziemlich, ich sag mal, dünne Stellen haben zeitweise. Beim Spire zum Beispiel ist mir auch ein Bein abgebrochen. Beim Rauslösen. Konnte ich aber wieder ankleben. Aber ja, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Und ja. Ich mache mal wieder Vorlauf, weil ihr wisst, glaube ich, auch alle, wie man trockenbürstet. Und wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu, wie Trockenbürsten genau funktioniert. Ne? Oder was Speedpaints sind oder so. Dann kann ich da gerne was zu machen. Ne? Gut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Alles trockengebürstet, alles trocken. Wir nehmen Hardened Leather von den Speedpaints, Army Speedpainter. Und das packen wir jetzt einfach mal in diese Airbrush. Wie gesagt, das ist noch meine günstige. Die hat er in Steam, da traue ich mich, wie gesagt, immer noch nicht ran. Ja. Wenn jemand Ahnung hat von Airbrushen etc., seid bitte gnädig mit mir. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Modell mit der Airbrush mache. Was ich euch gleich sagen kann, ich habe viel zu viel Braun hier drin. Viel zu viel. Weil die Speedpaints sind super ergiebig mit der Airbrush. Da müssen wirklich nur ein paar Tropfen rein. Also quasi unten, da wo die Nadel vor und zurück geht, das sieht man ja bei einer Airbrush. Da drin reicht es völlig, wenn da drin Farbe ist. Dann könnt ihr so Modelle in der Größe hier locker machen. Aber keine Sorge, wurde nichts weggeschüttet. Ich hatte noch ein Blood Bowl Tor, was noch nicht braun war. Dafür habe ich das dann einfach benutzt. Ging auch super. Ja.
Was ich festgestellt habe, man muss natürlich ein bisschen gucken, wie weit man nach hinten zieht und so, ne? Weil wenn man vorne lässt zum Beispiel und drückt, dann hat man einen dünneren Strahl, als wenn man nach hinten zieht. Aber ich muss sagen, es geht auch relativ fix. Ich habe jetzt hier auch einen Handschuh angezogen, weil ich mir dachte, nee, du triffst da sowieso nicht nur das Modell. Das ist nun mal so. Und das hatte ich halt beim Grundieren schon gemerkt. Ich habe jetzt schwarze Fingerspitzen. Ja, aber ich muss sagen, es ging erstaunlich gut. Ihr seht das ja auch. Das geht echt ruckzuck. Erste Sache. Zweite Sache, man kann es erstaunlich gut kontrollieren. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe geguckt, dass ich hier den Popes von dem Bug möglichst nicht braun mache, weil der ist ja so gelblich, sag ich mal. So. Und ja. Das Loch zum Beispiel im Panzer von dem hier habe ich bewusst ignoriert erstmal, weil ich dahinter noch ein bisschen Weiß reinmache und da mit einer anderen Farbe dann nochmal airbrushe. Aber ich muss sagen, es funktioniert. Es ist echt genial. Das seht ihr ja, glaube ich, hier schon. Ja, es sieht viel, wie soll ich sagen, sauberer würde ich jetzt nicht mehr sagen. Es sieht anders aus. Es sieht besser aus. Also anders besser. Also nicht, dass mit dem Pinsel machen scheiße aussieht, ganz im Gegenteil. Aber mit der Airbrush, da kriegt man echt, das seht ihr später, da könnt ihr echt geile Effekte mitmachen. Kann ich jedem nur empfehlen, wer wirklich irgendwie so Bock drauf hat, ne? Und ich sag mal, das Kleingeld über hat. So teuer sind die heutzutage nicht mehr, die Dinger. Da kann man echt viele, viele Sachen mitmachen. Also ich werde die jetzt auch öfter benutzen in den Videos, ganz ehrlich. Ich werde mir demnächst mal eine 32mm Figur ausdrucken. Oder sagen wir mal eine 75er. Ja, ich nehme eine 75mm Figur. Weiß ich noch nicht welche. Und die werde ich versuchen dann auch mal nur mit Airbrush zu bemalen. Ja? Oder auch eine Kombination, besser gesagt. Ne? Also Pinsel und Airbrush. Ich glaube, da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Ja? Auch die Übergänge, die gehen viel besser. Ich meine, ich muss noch üben. Ja? Also, wie gesagt, ne? Wenn ihr Tipps habt, gerne. Das ist jetzt mein erstes Modell, was ich mit der Airbrush mache. Vorher habe ich einfach nur grundiert mit dem Ding. Aber dafür steht das hier viel zu schade. Ja, das ist viel zu schade dafür. Das habe ich jetzt mal endlich. Und ich habe die Figuren nicht versaut. Also so viel Spoiler kann ich schon mal sagen. Ich habe sie nicht versaut. Ja. Also, und ich glaube auch, ich hätte sie wahrscheinlich nicht so hinbekommen, hätte ich keine Airbrush benutzt. Und von daher kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, da mal irgendwie einen Blick drauf zu schmeißen. Ja. So, dann mache ich jetzt mal die Panzer. Also die Panzer von beiden werden hier dieser Braunton. Und dann werden, ich sag mal, der Hintern, ne, wird dann bei beiden natürlich unterschiedlich. Aber dann zeige ich euch das gleich. So, braun sind sie schon. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel tatsächlich und weiße Farbe. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, werde ich jetzt oben die Wunde, weil ich gehe mal davon aus, dass es ist eine Wunde, da hat er wahrscheinlich irgendwie eine Quasar-Cannon oder so abgekriegt. Mache ich jetzt gerade ein bisschen weiß. Ne? Muss jetzt nicht super ordentlich sein, um Gottes Willen. Ich mache die jetzt einfach ein bisschen weiß. Und den Bauch werde ich auch noch mal ein bisschen weiß machen, weil ich habe mit der Airbrush nicht genau getroffen. Ja, also da ist ein bisschen was zum Bauch hingegangen, was bei anderen Modellen wahrscheinlich ein super Übergang wäre, aber bei dem, weil er diese Panzer hat, ja, ist das ja ein relativ harter Übergang. Dementsprechend werde ich da noch ein bisschen mit Weiß nacharbeiten. Ebenso bei dem Spire, da muss ich das auch noch mal machen am Bauch ein bisschen. Ich pinsel ihm mal so ein bisschen den Bauch, ne? Und dann habe ich vor, hier bei ihm bei dem, wie heißen sie, Speeder oder Stürmer. Bei dem Stürmer habe ich vor, das so ein bisschen gelblich zu machen hinten. Ist es ja, glaube ich, auch im Spiel, wenn ich das jetzt so richtig gegoogelt habe. Und dann werde ich das bei dem Spire grün machen. Aber die haben ja manchmal so ein Leuchten drin, also zumindest diese grünen. Und das versuche ich dann halt auch mal ein bisschen rauszuarbeiten. Aber das sehen wir dann, ob es klappt oder nicht. Wer weiß. Ich mache jetzt hier erstmal mein Weiß. So, das Weiß ist fertig. Jetzt nehmen wir uns
Das ist, muss ich sagen, ist ein bisschen nachteilig. Also wir nehmen uns jetzt erstmal Celluloid Yellow. Das ist ein bisschen nachteilig tatsächlich bei der Airbrush. Ich musste sie natürlich immer dazwischen mit ein bisschen Reiniger, ne, ein bisschen Q-Tips und so ein bisschen sauber machen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es jetzt ewig dauert, dass das alles passt. Also, ich sag mal, was sind das? 5 Minuten maximal, wenn man irgendwann mal den Dreh raus hat, wie du was am besten sauber machst. Dann geht das ruckzuck. So, jetzt haben wir hier, wie ihr seht, wenig Celluloid Yellow drin. Nur dieses kleine. Und selbst da habe ich das Gefühl, das ist schon noch zu viel. Also zumindest für die Fläche, die ich jetzt hier machen muss. Hier spiele ich ein bisschen, weil das eine größere Fläche ist, hier spiele ich so ein bisschen mit, dass ich ein Gefühl kriege für die Airbrush. Ne? Also wie weit mache ich nach hinten, wie groß wird das, ne? Wie weit mache ich nach vorne. Und ich habe auch wieder vergessen, den Handschuh anzuziehen. Also ich werde mir gleich erstmal die Hände schrubben. Sollte man vielleicht nicht tun. Stellt euch auch immer eine Lüftung auf und wenn es geht, einen Mundschutz. Wobei ich sage, wenn du eine Lüftung hast, brauchst du auch nicht unbedingt den Mundschutz. Weil, ich sag mal ganz ehrlich, wenn ihr in Berlin an der Hauptstraße wohnt, dann habt ihr wahrscheinlich genauso viel Feinstaub in der Wohnung, als wenn ihr, weiß ich nicht, am Kohlewerk wohnt. Also, das muss aber jeder selber wissen. Ich persönlich habe am liebsten eine Lüftung hier stehen, aber dazu passt das jetzt hier momentan nicht. Oder halt wie jetzt gerade, weil es nicht passt, da habe ich eine Maske auf. Nur die Handschuhe, die habe ich wieder vergessen. Das mache ich gerne mal. Ja, also ihr seht, das geht echt ruckzuck und das sieht echt cool aus mit dem Speed Paints. Ja, und man kann echt recht exakt damit arbeiten. Das seht ihr jetzt gleich, wenn ich jetzt gleich oben das mache. Ihr müsst halt ein bisschen näher ran und ein bisschen vorsichtig sein mit dem Druck etc. Aber es geht. Also ich bin, wie gesagt, finde positiv überrascht. Der ist gut geworden. Ja. Vielleicht kann ich noch ein bisschen dunkler machen hinten. Muss ich mal schauen, wie das aussieht, wenn es gleich richtig trocken ist. So, aber selbst jetzt habe ich gleich noch Gelb über. Und deswegen kam ich dann auf die Idee, bei dem Spire das Gelb auch zu benutzen. Und ich muss sagen, die Kombination ist echt gut geworden, die ich da habe. Ja. So, jetzt mache ich ein bisschen weiter weg. Ja. Kann man tatsächlich erstaunlich gut einschätzen, wie weit die streut, sag ich mal. Also je nachdem, wie viel Druck und so. Also wenn man das einmal raus hat, dann geht das echt. Ja, ich dachte, das wäre alles viel, viel schwerer, aber es ist alles kein Hexenwerk, ne? Wie meine Frau immer so schön sagt. Es ist alles kein Hexenwerk. Ja, man muss einfach nur mal machen. Ja, weil ich sag mal so, meine Frau ist ein bisschen angepisst, weil die teure Harder & Steen jetzt seit einem Jahr hier liegt und noch nicht mal richtig ausgepackt ist. Also ich habe sie mir einmal angeguckt und dann gesagt, nee, die ist mir viel zu teuer, die benutze ich noch nicht. Und habe die günstige wieder genommen. Ja, und irgendwie hatte meine Frau die gestern wieder in der Hand und hat gesagt so, wie wär's, wenn du mal, ne, so langsam und so. Ich so, ja, ich probiere es mal. Und ja, so ist dieses Video entstanden. Ich bedanke mich übrigens auch, nicht nur bei meiner Frau, sondern auch natürlich bei allen Kanalmitgliedern. Die seht ihr gleich wieder schön eingeblendet. Und freut mich, dass euch der Content gefällt. Und gerne teilt das Video, kommentiert das Video, subscribt. Ihr wisst schon, das übliche Gedönse, ne? Gut. So, dann gucken wir uns mal an, was wir mit dem Spire gemacht haben. Ja, wie ich eben schon sagte, ich habe jetzt auch wieder zu viel Gelb über gehabt. Deswegen ich wollte es nicht verschwenden, mache ich jetzt hier so ein paar gelbe Stellen rein, weil wie gesagt, er leuchtet ja eigentlich, ne? Die Spire, die leuchten ja so ein bisschen von innen, so ein bisschen Glühwürmchen-mäßig. Ja, ich weiß, Glühwürmchen sind nicht gelb, aber gelb und grün passt schon ganz gut zusammen, finde ich. Deswegen mache ich jetzt hier so ein bisschen an der Seite und ein bisschen von oben. Da läuft er mir weg. Mache ich jetzt ein bisschen Gelb drauf. Ihr seht auch schon, die Airbrush ist gleich leer, das ist supi. So, dann mache ich die jetzt erstmal ein bisschen sauber natürlich und pack dann das Grün rein. Und zwar, wo ist es? Da ist es. Und zwar Greenskin Green ist das. Orc Greenskin. Auch wieder Speedpaint, wie gesagt. Da habe ich festgestellt, da muss man ein bisschen gucken. Die ist komischerweise,
sehr intensiv, also sehr, sehr farbintensiv. Da hatte ich nicht mit gerechnet, aber das könnte daran liegen, dass ich vorher mit dem Gelb gearbeitet habe. Gelb deckt ja nie so. Ja, so, zack, und schon habe ich irgendwie fast schon gefühlt zu viel da drauf geballert. Aber ihr seht, das sind jetzt auch wirklich nur wieder 3 Tropfen oder so, die da drin sind. Also ich glaube, mit der Kombination Speed Paints und Airbrush, da kann man echt auch Farbe sparen. Weil ein Airbrush verteilt halt die Farbe viel, viel besser. So. Und bei ihm ist jetzt hier so ein bisschen Frickelsarbeit. Ich habe vorne noch den Nadelschutz drauf. Es gibt tatsächlich Leute, und ich werde wahrscheinlich auch dazugehören irgendwann, die das vorne abmachen. Einfach damit sie besser sehen, wohin sie sprühen. Ja, weil durch diesen Schutz sieht man das nicht so vernünftig. Aber das schauen wir mal dann, wenn es soweit ist. Ja. Aber hier ist so ein bisschen Frickelsarbeit, weil der hinten halt auch noch so eine Panzerungsstelle hat. Dass man da so ein bisschen vorsichtig drum geht. Wie ihr seht, ich kriege das hier schon jetzt mittlerweile mit der günstigen relativ fein hin. Und ja, also es sieht aus, als würde das so ein bisschen verwischen. Ne? Einen Leuchteffekt habe ich jetzt nicht hinbekommen, weil ich glaube, das Weiß war einfach nicht stark genug, was unter dem Gelb ist. Das hätte ich vielleicht weißer machen müssen und dann nochmal mit Gelb, dass das so ein bisschen leuchtet. Aber hey, ganz ehrlich, A, fürs erste Mal und B, ich habe für beide Modelle, wie gesagt, 30 Minuten gebraucht. 30. Mit Trockenbürsten und Airbrush. Und sogar mit der Trockenzeit, weil dadurch, dass es so dünn ist, trocknen die Farben natürlich auch wieder schneller. Ne? Also, Fazit, man kann damit eine Menge Scheiß machen. Also ich kann mir gut vorstellen, für Fahrzeuge und so ist eine Airbrush richtig cool. Also wenn ihr so ein Reno oder so bemalen wollt, super geil. Schwarz grundieren, weiß machen, blau ran, Attacke oder rot, wenn ihr Blood Angels spielt, oder schwarz lassen, wenn ihr Black Templar seid. Nein, dann auch nicht schwarz lassen, dann tatsächlich schwarz grundieren, weiß machen, also weiß Trockenbürsten und dann mit Speed Paint schwarz da drüber gehen. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Na? Also ich bin froh, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe, weil es hat mir jetzt die Angst genommen vor der Airbrush. Also ihr braucht keine Angst vor der Airbrush haben. Ja, das ist das Fazit. Habt keine Angst vor der Airbrush. Ja, probiert sie einfach aus. Ja, ich habe es sogar geschafft, vorne den Mund grün zu machen, ohne irgendwas zu versauen. Also die Figur hat obendrauf Hörner auf dem Mund. Und ich habe die Hörner nicht getroffen mit der Airbrush. Und das ist das erste Mal, dass ich das Ding in der Hand habe. Ja, da war ich tatsächlich am Überlegen, aber da habe ich gesagt, nee, komm, lass das. Ja. Gut, ihr Lieben. Das war mein Abenteuer mit Speed Paints plus Airbrush. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt wie immer ein paar Fotos am Ende und wie gesagt, danke nochmal an alle Kanalmitglieder und wäre schön, wenn ihr da so ein bisschen Unterstützung da lasst. Genau. Ja? Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye, bye.